Yay, Food Porn. Wir backen heute einen Rhabarber-Sahnekuchen. Mein erster Cremekuchen. Ich bin gespannt. Los geht's. Eine Prise Salz und 3 Esslöffel Wasser. 1, 2, 3. Das Rezept ist nicht ganz so einfach, weil man zuerst Eigelb von Eiweiß trennen muss. Das machen wir wieder mit der Eierschalentechnik. Das ist übrigens die einfachste Methode, die ich kenne, um den Kram zu trennen. Moment. Also der Zucker soll dabei, nee, das ist doch einrieseln. Einrieseln, wer redet denn so? Diese Rezepte. 100 Gramm Zucker. Ganz ehrlich, einrieseln. Jetzt soll das Eigelb einzeln hinzugefügt werden. Hätte man das auch nicht gleich drinnen lassen können. Tschüss, einzeln. Einrieseln. Nächster Schritt. Mehl und Backpulver muss gesiebt. 125 Gramm Mehl und ein gestrichener Teelöffel Backpulver. Das ist ungefähr gestrichen. 7 mal 7. Ganz feiner Sand. Geologenwitze. Da, Umluft, und das haben die gesagt, Temperatur soll 150 nur, naja, vorheizen. Und das Mehl soll man jetzt unterheben. Wer denkt sich sowas aus? Unterheben. Das Zeug muss jetzt in die Springform. So, und jetzt zeige ich euch mal einen Trick. Butterpapier. Das reicht in der Regel vollkommen aus. Yay, Food Porn. So ein Silikonschaber ist übrigens mega praktisch für sowas. Na, dann wollen wir mal. Bah. ...20 Minuten. Ciao, bis nachher. Während der Kuchen noch im Ofen backt, kümmern wir uns mal um diese Joghurtcreme. Eigentlich sollen da Blattgelatine rein, aber ich denke, es geht auch so ein Zeug. Die soll man mit 4 bis 6 Esslöffeln kaltem Wasser anrühren. Boah, das Zeug stinkt wirklich übel. Was ist das? Knochen? Das riecht wie angekokelte Fingernägel. Also vom Geruch her würde ich jetzt nicht glauben, dass man das essen kann. Ich muss jetzt 10 Minuten quellen. 500 Gramm Joghurt. So ein Silikonschaber ist wirklich sehr, sehr praktisch. Und immer dran denken, nur ausgespült zurückgeben. Dann diese Gelatine erwärmen, bis sie gelöst ist. Yay! Und das soll ich jetzt noch halbieren. Also wirklich 2 Teelöffel Backpulver mindestens. Ich dachte so, was ist denn das für ein Sound? Aber ich glaube, hier draußen wird gerade Weltuntergang geprobt oder so. Es ist nämlich noch ziemlich heiß. Das sind 2 Zentimeter vielleicht maximal. Ich gehe hier jetzt einfach mal waagerecht rein. Und da sind wir auch schon am Ende angekommen.
Hey, Stunden später. Jetzt geben wir 3 Esslöffel Joghurt unter Rühren zur Gelatine hinzu. Muss ich ja vorsichtig aneinander gewöhnen. Kennt sich ja noch nicht. Bisschen köcheln. Und dann kippe ich die Gelatine einfach hier in den Joghurt rein. Das muss man jetzt unterheben. Der Joghurt sollte jetzt mit Gelieren anfangen. Und in der Zwischenzeit bestreichen wir den Boden mit Rhabarber. Warum mache ich das Ganze? Ich habe hier knapp ein halbes Kilo Rhabarber. Den habe ich eingezuckert, gekocht mit ein bisschen Zitrone und ziemlich viel Zucker. Und das Zeug ist ziemlich süß, aber gleichzeitig ziemlich sauer und irgendwie ist es sehr dick geworden. Und da dachte ich mir, können wir doch schon Rhabarber-Creme, Kuchen machen draus irgendwie. Und diese Masse muss auf diesen Kuchen drauf gestrichen werden. So, jetzt kommt die Sahne zum Einsatz. Zur Sicherheit, weil Sahne steif schlagen echt nicht zu meinen Kernkompetenzen zählt, habe ich hier noch ein bisschen Sahne steif. Vanillezucker kommt dann später noch dazu. Yay. Jetzt kommt dieses Sahnesteifzeug dazu und der Vanillezucker. Reicht, ne? Das ist jetzt unser halb gelierter Joghurt. Da kommt jetzt die geschlagene Sahne dazu. Habe ich schon gesagt, das sind Silikonschaber? Ja, hast du. Auch wieder irgendwas mit Unterheben, aber bei Sahne kann man das ja mal machen. Foodporn. Einen Teil müssen wir noch aufheben für außen. Eine schöne Vanille-Joghurt-Creme. Sieht das nicht gut aus? Ich bin begeistert. Schön noch ein bisschen andrücken. Und da kommt jetzt oben einfach nochmal ein bisschen Sahne drauf. Als Deko oder so. Das ist echt viel. Also ich denke, mit ein bisschen weniger Joghurt und ein bisschen mehr Backpulver kann man hier ein bisschen schöneren Kuchen machen. Und ich weiß halt auch nicht, wie ich das da rauskriegen soll dann am Ende. Wollen wir noch ein bisschen Deko oder so drauf schmeißen? Und der kommt jetzt in den Kühlschrank. Fertig. Die Joghurtcreme ist richtig gut fest geworden. Und dann würde ich das Ganze jetzt mal aufmachen. Wenn dir das Video gefallen hat, zeig das Video doch deinen Freunden und gib einen Daumen hoch. Ganz besonders freut es mich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Bis zum nächsten Video. Ciao! Und jetzt wollen wir das gute Stück mal anschneiden. Das sieht echt lecker aus. Schmeckt der Kuchen gut? Ja, das schmeckt gut.